In diesem Jahr starten wir zu einer Motorradtour über die britische Insel. Von IJmuiden bei Amsterdam starten wir mit der Fähre nach Newcastle in Nordengland. Dann geht es über Windermere im Lake District nach Llandudno, dem ältesten Seebad von Wales. Weiter durch den Snowdonia Nationalpark, quer durch Wales und durch die Cotswolds nach Cornwall. Von dort aus fahren wir die gesamte englische Küste entlang bis nach Canterbury und verbleiben 3 Nächte in der englischen Hauptstadt London. Von dort führt der Heimweg über Windsor nach Harwich, um mit der Fähre zurück aus Festland nach Hoek von Holland überzusetzen. Wir starten unsere diesjährige Sommerreise wieder im heimischen Ostfriesland. Nachdem wir uns mit Ulla und Holgi in Oldersum getroffen haben, fahren wir durch die benachbarten Niederlande nach IJmuiden bei Amsterdam. Am Fähranleger angekommen, klappt der Check-in wie am Schnürchen und schon bald beginnt das Boarding an Bord der DFDS King Seaways. Kurz nachdem die Fähre in Richtung Newcastle abgelegt hat, gibt es einen leckeren Honigschnaps aus Ullas Spirituosenlager. Im Anschluss genießen wir die Annehmlichkeiten der Fähre auf und unter Deck. Der Morgen begrüßt uns mit starkem Nebel und schlechter Sicht. Wir begeben uns zum Frühstück und in Festlandnähe klart sich die Nebelsuppe endlich auf. Da sich unsere Kabinen direkt am Bug unter der Schiffsbrücke befinden, können wir die Einfahrt in den Hafen von Newcastle überhaupt nicht verpassen. Nach dem Anlegen beginnt die Crew zunächst mit dem Auschecken der LKW und PKW, was uns genug Zeit lässt, unsere Fahrzeuge fahrbereit zu machen. Dann dürfen auch die Motorräder von Bord.
An Land müssen wir noch die Einreiseformalitäten über uns ergehen lassen. Jetzt beginnt unsere erste Tagesetappe quer durch Nordengland in den Lake District. Und ab jetzt immer dran denken, Linksverkehr. Wir wechseln über den River Tyne von Newcastle auf die andere Flussseite nach Gateshead, von wo wir nach wenigen Kilometern die 20 Meter hohe Skulptur Angel of the North erreichen. Es handelt sich bei der rostbraunen Stahlskulptur um einen Engel, der an die industrielle Vergangenheit Nordenglands erinnern soll. Mit einer Flügelspannweite von 54 Metern ist der Engel des Nordens breiter, als die Freiheitsstatue hoch ist. Wir durchqueren weiter den Nordteil Englands, in dem die Römer vor beinahe 2000 Jahren nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England sehr aktiv waren. Nahe der Gemeinde Bardon Mill erreichen wir das römische Kastell Vindolanda. Vindolanda war ein Hilfstruppenkastell. Hier konzentrierten sich zur Zeit der Römerherrschaft über Britannien ihre meisten Truppen. Zu sehen sind heute das großflächig ergrabene spätantike Steinkastell und die Zivilsiedlung. Nach weiteren 11 Kilometern Fahrt erreichen wir das nächste Römerkastell namens Burdoswald. Wir nutzen diese antike Location, um eine Kaffeepause in geschichtsträchtiger Umgebung zu machen. Weiter geht die Fahrt entlang des Hadrianswalls. Vom heutigen Newcastle im Osten bis zum Solway Firth im Westen verlief der 118 Kilometer lange Hadrianswall, um den Handels- und Personenverkehr zu überwachen. Dann erreichen wir den Lake District. Über schmale, aber gut zu befahrene Straßen durchqueren wir den Nationalpark, der als erster des Vereinigten Königreichs im Juli 2017 den Status eines UNESCO-Welterbes erhielt. Seine hohen Berge und klare Gletscherseen prägen die charakteristische Landschaft des Lake District Nationalparks in den Cambrian Mountains. Wir erreichen den Ort Windermere, der ca. 1 Kilometer vom gleichnamigen See entfernt liegt und in dem sich unser erstes Übernachtungshotel, das Windermere Park, befindet.
Nach einem leckeren Frühstück packen wir unsere Sachen, denn die heutige Tagesetappe wird uns nach Wales führen. Wir durchfahren den Ort Bowness on Windermere, der wunderschön gelegen direkt am Ufer des Windermere, dem größten See Englands, liegt. Da die Glühbirne an Holgis Frontscheinwerfer das Zeitliche gesegnet hat, lassen wir sie in Preston beim örtlichen BMW-Dealer Boker austauschen. Neben einer eindrucksvollen Auswahl von tollen BMW-Bikes und Zubehör glänzt dieser Händler auch mit einem hervorragenden Kundenservice. Tatsächlich wurde Holgi für die Glühbirne nicht ein einziges englisches Pfund berechnet. Daumen hoch! Wir lassen Liverpool links liegen und erreichen die Küste von Wales. Am späten Nachmittag erreichen wir das größte walisische Seebad, Llandudno. Seit dem 19. Jahrhundert ist Llandudno ein beliebtes Seebad. Aus dieser Zeit stammen auch noch viele viktorianische Gebäude, die mit ihrem Erscheinungsbild diesen Ort prägen. Unser Hotel The Sunnyside liegt sehr zentral. Und nach einer erfrischenden Dusche geht es auf Ortserkundung. Das Abendessen bestellen wir im hervorragend bewerteten, traditionellen Country Pub The Cottage Loaf und werden sowohl vom Essen wie auch von der authentischen Atmosphäre überzeugt. Den Abend beenden wir mit einem Verdauungsspaziergang.
Die Sonne lacht und so starten wir mit super Voraussetzungen in den neuen Tag. Heute stehen unter anderem Conwy Castle und der Snowdonia Nationalpark auf dem Tagesprogramm. Genau, links fahren bitte. Links fahren wir gut. Am Ufer der Mündung des Flusses Conwy, direkt am Ortseingang der walisischen Stadt Conwy, liegt Conwy Castle. Die Burg ist die erste von 9 Burgen, die Edward I. zwischen 1283 und 1287 errichten ließ, um seinen Herrschaftsbereich in Wales zu sichern. Conwy Castle ist eine der größten Burgen in Wales. Die noch voll intakte Ringmauer wird von 8 nahezu identischen runden Wehrtürmen mit je 12 Metern Durchmesser unterbrochen, von denen 4 im Norden und 4 im Süden angelegt sind. Im Sommer 1285, dem Höhepunkt der Bauaktivitäten, arbeiteten bis zu 1500 Männern an der Burg und der Stadtmauer. Wir erreichen den Snowdonia Nationalpark und kurz darauf den schönen Ort Battersea Coed. Der Ort ist ein Tourismuszentrum im Snowdonia Nationalpark und wirklich hübsch anzusehen. Darum machen wir hier eine Kaffeepause. Snowdonia ist für seine spektakulären Bergketten bekannt. Der englische Name leitet sich vom höchsten Berg Wales, dem 1085 Meter hohen Snowdon, ab.
Anders als vergleichbare Nationalparks in anderen Ländern gehört Snowdonia zu knapp 70% Privateigentümern. Die wunderschöne Landschaft mit ihren Bergen, Tälern und Seen begeistert uns hinter jeder Kurve aufs Neue. Wir erreichen den lieblichen Ort Beddgelert, der tief versteckt zwischen den mächtigen Bergen Snowdonias liegt. Er diente schon vielen Filmproduktionen als authentische Kulisse. Ein besonderes Erlebnis ist auch die Fahrt mit der Welsh Highland Railway nach Beddgelert. Am Vorabend hatten wir im Pub den Tipp von einem örtlichen Tourguide erhalten, die Machynlleth Mountain Road zu befahren. Kurzerhand bauen wir die Straße zwischen Machynlleth und Llanidloes noch in unsere Tagesetappe ein und genießen jetzt jeden Kilometer dieser schönen Panoramastraße. Als wir unseren Übernachtungsort Builth Wells erreichen, erleben wir eine böse Überraschung. Tja, war seit einer Stunde hier, keiner da, ganze Areal verwaist und der Michi sucht uns jetzt schon eine neue Unterkunft raus. Nach kurzer Suche weichen wir auf das Lion Hotel direkt im Ort aus. Nach einem leckeren Full Welsh Breakfast starten wir in den neuen Tag. Zunächst geht es über kleinste walisische Straßen mit hohem Heckenbestand. Hier ist, wie so oft, äußerste Vorsicht geboten, da der Gegenverkehr erst sehr spät zu sehen ist.
Quer durch den Brecon Beacons Nationalpark führt unsere Tour dann nach Cardiff. Wir erreichen Cardiff, die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt von Wales, und parken zentral am Cardiff Castle. Das Castle befindet sich direkt in der Innenstadt, gegenüber der lebhaften Fußgängerzone mit seinen schönen Geschäften. Das Cardiff Castle entstand im 12. Jahrhundert auf den Überresten eines römischen Kastells und hatte viele wechselnde Besitzer. Wir verlassen die walisische Hauptstadt und fahren weiter Richtung Cheltenham, wo wir für heute Nacht 2 schöne Hotelzimmer gebucht haben. Cheltenham genießt den Ruf als vornehme und reiche Stadt, grenzt im Westen an Wales und liegt am Westrand der Cotswolds, dem hügeligen Herzen Englands, welches wir morgen durchfahren wollen. Bei einem leckeren Essen in der Brasserie Blanc lassen wir den Abend ausklingen. Nach dem exzellenten Frühstück fahren wir direkt in die Cotswolds. Wohl keine andere Gegend in England versetzt einen so sehr in die Vergangenheit zurück wie die Cotswolds. Die Cottages wurden im 16. und 17. Jahrhundert erbaut und versprühen auch heute noch ihren romantischen Charme.
Wir erreichen das kleine Dorf Bilberry, das in den Cotswolds ganz besonders hervorsticht. Es liegt verträumt am Fluss Colne. Wir genießen den besonderen Charme des kleinen Ortes und lassen den Zauber der Kalksteinhäuschen auf uns wirken. Very beautiful, very British. Circa 50 Kilometer weiter erreichen wir das Dorf Castle Comby, ein ebenfalls sehr beliebtes Touristenziel. Das winzige Dörfchen liegt zwischen grünen Hügeln und Wäldern. Seine knapp 350 Einwohner rühmen sich damit, eines der hübschesten Dörfer im ganzen Land zu bewohnen. Und sie haben recht damit. Sein märchenhaftes Ambiente lockt nicht nur Touristen, sondern auch Filmcrews an. Castle Comby diente bereits Produktionen wie Harry Potter, Die Sternwanderer und Downton Abbey als Kulisse. Wir durchfahren die Stadt Bath, bekannt für ihre römischen Bäder, und von dort zur Schlucht Cheddar Gorge. Die fast 5 Kilometer lange Cheddar Gorge liegt in der Nähe des Dorfes Cheddar in Somerset und ist die größte Felsschlucht im Vereinigten Königreich. Hier wurde 1903 das älteste vollständige menschliche Skelett Britanniens, der etwa 9000 Jahre alte Cheddar Man, gefunden. Die Wände der bis zu 113 Meter tiefen Schlucht bestehen aus Kalkstein.
Wir erreichen Dunster Castle und legen hier eine kurze Erholungspause ein. Dunster Castle, ursprünglich eine Burg aus dem 11. Jahrhundert, ist heute ein Herrenhaus im Dorf Dunster in der englischen Grafschaft Somerset. Das Haus liegt auf einem steilen Hügel und wird vom National Trust als Sehenswürdigkeit betrieben. Wir durchfahren das unterhalb des Castles liegende Dorf Dunster, das sich an der nordöstlichen Grenze des Exmoor Nationalparks befindet. Dann durchqueren wir das hügelige Moorland des Exmoor Nationalparks im nördlichen Teil von Devon. Gegen Abend erreichen wir schließlich unser Hotel in Barnstaple, welches direkt am Fluss Tor liegt. Heute werden wir von Devon nach Cornwall reisen. Auf dem Atlantic Highway bewegen wir uns entlang der Küstenlinie. Dann erreichen wir Tintagel, das legendäre Zuhause von König Arthur und den Rittern der Tafelrunde, welches sich an einem zerklüfteten Küstenabschnitt befindet. Erhalten blieb aus früheren Zeiten nur das alte Postamt, ein kleines Herrenhaus aus dem 14. Jahrhundert mit gewelltem Schieferdach. Der Ort selbst präsentiert sich heute als eine Ansammlung von Bungalows und Gasthäusern. Er gehört zu den am häufigsten von Touristen besuchten Zielen in England. Wir befahren die Ortsstraße bis zum Ende, um noch einen abschließenden Blick auf den Küstenabschnitt zu werfen.
Dann erreichen wir St. Ives. St. Ives ist typisch Cornwall. Einst war der Ort der wichtigste Fischereihafen der Region. Und so bieten auch heute noch viele Restaurants Fischspezialitäten an. Wir quartieren uns im Queen's Hotel ein, um von hier aus den Ort zu erkunden. Im engen Straßengewirr von St. Ives verbirgt sich ein faszinierender Mix aus Galerien, Cafés und eleganten Kunstgeschäften. Wir folgen den gewundenen Gassen zum Stadtzentrum mit seinem malerischen Hafen, den zahlreichen hübschen Geschäften und lassen den Charme dieses Küstenortes auf uns wirken. Am frühen Morgen ist es an der Küste sehr nebelig. Wir feiern einen kurzen Moment die insgesamt 100.000 Kilometer von Holgis Maschine, beschließen dann den eigentlich geplanten Besuch von Land's End wegen schlechter Sicht ausfallen zu lassen und wählen den direkten Weg in Richtung Dartmoor. Erneut fahren wir über kleine, enge Single-Track-Roads, die häufig von hohen Hecken gesäumt werden. Im Dartmoor beginnt es leider zu regnen, was die Landschaft aber noch mystischer erscheinen lässt. Das wilde Moorland erstreckt sich über eine Fläche von 954 Quadratkilometer und hat neben viel unberührt scheinender Natur auch viele prähistorische Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wir besuchen die alte Clapper Bridge in Postbridge, die wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert stammt und ein wunderschönes Fotomotiv abgibt.
Die wohl bekanntesten Bewohner des Dartmoors sind, neben den vielen Schafen, die Dartmoor Ponys, die als älteste britische Ponyrasse unter besonderem Schutz stehen. Wir erreichen Exeter, die Hauptstadt der Grafschaft Devon. Sie ist berühmt für ihre aus dem 12. Jahrhundert stammende Kathedrale. Heute ist Exeter eine moderne Stadt mit historischem Kern. Die heutige Tagesetappe wird uns in das Seebad Bournemouth führen. Wir folgen der Küstenlinie der Südküste, von wo wir immer wieder spektakuläre Ausblicke auf das Meer genießen können. Holgi entdeckt unterwegs das Seaside Boarding House in Burton Bradstock. Es entpuppt sich als Glücksgriff mit herrlicher Aussicht auf die Steilküste.
Ulla und Lotti ordern Scones mit Clotted Cream und Marmelade plus Lemon Cake. Und wir lassen es uns in toller Location gut gehen. Wir durchfahren das wunderschöne Dorf Abbotsbury, typisch für seine gut erhaltenen Steinhäuser. Insgesamt 114 Bauwerke und Anlagen auf dem Gemeindegebiet werden als kulturhistorisch bedeutsam eingestuft. Dann erreichen wir Bournemouth. Bournemouth ist eines der populärsten Urlaubsziele an der englischen Südküste. Vor allem wegen seines 11 Kilometer langen, sauberen Sandstrandes. Der Küstenabschnitt gehört zu den wärmsten, trockensten und sonnigsten in ganz England. Bleibt das Bier. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch warten. Was haben wir alles? Den Abend beenden wir, typisch englisch, mit einem leckeren Gin. Heute fahren wir von einem Seebad zum nächsten, nämlich von Bournemouth nach Brighton. Nachdem wir Bournemouth hinter uns gelassen haben, suchen wir schnell wieder die Nähe des Meeres. Dann fahren wir in den Ort Beaulieu, südwestlich von Southampton, in dem sich das National Motor Museum befindet.
Hier werden rund 250 der historisch interessantesten Fahrzeuge ausgestellt, einschließlich 4 Geschwindigkeits-Weltrekordhaltern. Unzählige Oldtimer reihen sich in größeren und kleineren Gruppen aneinander. Alle sind wunderschön restauriert und auf Hochglanz poliert. Bis ins kleinste Detail hat man hier alles liebevoll aufgebaut. Ein Tipp, nicht nur für Autofans. Dann besuchen wir die Beaulieu Abbey, die in der Vergangenheit eine Zisterzienserabtei war. Sie wurde in den Jahren 1203 bis 1204 von König Johann Ohneland gegründet. Die Abtei wurde damals mit 30 französischen Mönchen aus dem Mutterhaus des Zisterzienserordens in Frankreich besiedelt. Auch wenn große Teile der Abtei im Rahmen der Klosterauflösung während der Herrschaftszeit Henry VIII. Zerstört wurden, sind noch viele beeindruckende Teile erhalten. Dann wird es wieder typisch englisch, denn wir besuchen ein englisches Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert, das Palace House. In der viktorianischen Küche zeigt man uns ein interessantes Klingelbrett, mit dem die Herrschaften aus jedem Raum des Hauses nach den Bediensteten in der Küche klingeln konnten. Die originalen Klingelbrettglocken wurden 1874 installiert und es wird geschätzt, dass das Klingelbrettsystem damals 1500 Kurbeln und 800 Meter Rohr enthielt. In einer idyllischen Umgebung im New Forest wurde das Palace House im 19. Jahrhundert umgebaut und erweitert und ist heute ein schönes Beispiel für ein viktorianisches Landhaus. Natürlich lohnt sich auch der Besuch des angeschlossenen englischen Gartens. Die Sonne geht schon langsam unter, als wir am Ende des Tages Brighton erreichen. Heute werden wir unsere Tagesetappe in London beenden. Doch vorher machen wir noch einen Schlenker über Canterbury. Die Badewanne Londons wird Brighton liebevoll genannt. Tatsächlich ist die Stadt in East Sussex viel mehr als das. Da wir Brighton am vorherigen Tag erst spät erreicht haben, statten wir der berühmten Brighton Palace Pier jetzt einen Besuch ab. Mit 524 Metern ragt die Brighton Pier, das Wahrzeichen der traditionellen britischen Strandbadkultur, bereits seit dem Jahr 1899 in den Ärmelkanal hinaus.
Leider wird es heute fast den ganzen Tag regnen. Aber wir wollen nicht klagen, da wir bis jetzt weitestgehend vom typisch englischen Wetter verschont blieben. Wir erreichen Beachy Head. Mit 162 Metern über dem Meeresspiegel ist Beachy Head der höchste Kreidefelsen im Vereinigten Königreich. Es ist der perfekte Ort, um frische Meeresluft zu schnuppern und die fantastische Aussicht auf das Meer und das Beachy Head Lighthouse zu genießen. Da der Regen aber immer noch nicht aufhören will, genießen wir noch einen leckeren, heißen Kaffee im gleichnamigen Restaurant The Beachy Head. Sehr einfallsreich. Tatsächlich hört der Regen auf, als wir Canterbury erreichen. Gerade einmal 90 Kilometer südwestlich von London gelegen, befindet sich die mittelalterliche Kathedralenstadt Canterbury in der Grafschaft Kent. Das Städtchen gehört mit seinem Reichtum an historischen Sehenswürdigkeiten zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Großbritanniens. Die berühmte Kathedrale von Canterbury, The Cathedral of Christ Church, wurde 597 gegründet und ist Sitz des Erzbischofs von Canterbury, welcher der Church of England und der anglikanischen Gemeinde weltweit vorsteht. Wer nach Canterbury kommt, sollte der berühmten Kathedrale unbedingt einen Besuch abstatten. Sie beeindruckt schon allein durch ihre Größe. Der große Kreuzgang war der zentrale Hof für die Mönche. Hier sieht man im Gewölbe über 800 Wappen von Wohltätern, die mit ihrem Geld den Wiederaufbau des alten Kreuzgangs ermöglichten. Da es auf dem Weg nach London nur noch stark regnet, verabschieden wir uns für heute mit diesen Bildern und sehen uns in der Hauptstadt des Königreichs wieder. Da ist es, unser tolles Apartment im Herzen von Westminster. Vom Regen am Vortag ist nichts mehr zu sehen. Und so machen wir uns bei strahlendem Sonnenschein auf dem Weg zum Frühstück. Eine empfehlenswerte Adresse für ein leckeres Frühstück ist die Gales Bakery. Frisch gestärkt mieten wir uns 4 Fahrräder, die man überall in London bequem an den Dockingstationen von Santander Cycle Hire mieten kann. Wir erreichen das House of Parliament. Gleich daneben Westminster Abbey. Es ist erstaunlich, wie hier viele Sehenswürdigkeiten direkt fußläufig zu erreichen sind.
Während die Frauen sich mit der Horse Guards anfreunden, kommen wir Männer unseren repräsentativen Verpflichtungen nach. Bei der Hitze auf den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu achten, ist natürlich oberste Pflicht. Am Trafalgar Square grüßt Admiral Nelson von seiner Säule. The Mall ist die Prachtstraße der britischen Hauptstadt und führt schnurstracks auf den Buckingham Palace zu. Der Buckingham Palace, einer der wenigen noch genutzten königlichen Paläste der Welt, dient als offizielle Residenz der Queen. Die Queen's Guard, ein Teil der königlichen Leibgarde, ist vor allem für die Bewachung des Buckingham Palace verantwortlich. Die Guards sind gut ausgebildet, voll bewaffnet und im Ernstfall jederzeit einsatzbereit. An fast jeder Ecke der Stadt und in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten stehen Fahrradständer von 10 bis 30 Bikes. Insgesamt gibt es mehr als 700 Dockingstationen mit mehr als 10.000 Rädern. Wir radeln auf super ausgebauten Radwegen entlang der Themse. Wir erreichen die St. Catherine Docks. Sie waren Teil des Londoner Hafens, lagen im Gebiet der Docklands und sind heute ein beliebtes Wohn- und Vergnügungsviertel. Was gibt es Schöneres, als bei herrlichem Wetter direkt an der Tower Bridge eine Kaffeepause zu machen? Die Brücke wurde 1894 fertiggestellt und sofort als ikonisch und eine architektonische Meisterleistung gefeiert. Sie ist als kombinierte Hänge- und Klappbrücke 244 Meter lang, die Höhe der beiden Brückentürme beträgt 65 Meter.
Schon wieder ein herrlicher Morgen und erneut beginnen wir den Tag in der uns bereits bekannten Gales Bakery. Wir besuchen zunächst das Hard Rock Café London, fahren durch den Hyde Park zum Prinzessin Diana Gedenkbrunnen und danach zur Royal Albert Hall. Herzlich willkommen hier vor der Royal Albert Hall. Heute Abend Michi Backer in Concert. Solo Singing. Mein erstes Konzert, vielleicht sein letztes. Wir fahren in den Stadtteil Notting Hill, der an der nordwestlichen Ecke des Hyde Parks liegt. Hier ist die Portobello Road mit dem bekannten, jeden Samstag stattfindenden Antiquitätenmarkt. Typisch für Notting Hill sind seine bunten Häuser. Diese Gegend erhielt internationale Beachtung durch den gleichnamigen Film mit Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen. Wir fahren zurück durch den Hyde Park zum Kensington Palast. Herrlich hier in London, herrlich! Wunderbare Radtour am Tag. Genau. Der Kensington Palast ist ein Gebäude, das von Mitgliedern der britischen Königsfamilie genutzt wird. Anfang 2013 bezogen Prinz William und seine Frau Kate dort ein Apartment. Zurück in der Innenstadt geht es mitten ins Gewühl der Geschäfte. Im Herzen Londons, direkt am Leicester Square, befindet sich mit dem M&M's World Store London der größte Süßigkeitenladen der Welt. Auf den 4 verrückt bunten Stockwerken voller M&M's und einer Fläche von über 3200 Quadratmetern kommen Schokofans voll auf ihre Kosten. Wir genießen noch einmal die letzten abendlichen Impressionen der Londoner Megacity, ehe es zurück in unser Apartment geht. Heute müssen wir leider wieder unsere Sachen packen und das Apartment räumen. Unser letzter Tag auf der britischen Insel beginnt. Doch bevor es zur Fähre geht, machen wir noch einen Abstecher nach Windsor.
Ein letztes Mal fahren wir entlang der Themse und verlassen dann London. Wir erreichen das kleine Städtchen Windsor, das berühmt für seine Verbindungen zur königlichen Familie und reich an Geschichte ist. Es ist von der wundervollen Landschaft Royal Berkshire umgeben und bietet sich für einen Tagesausflug von London an. Ein hübsches Städtchen mit wundervollen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und dem Windsor Castle. Das Schloss ist eine der offiziellen Residenzen der Königin und das größte und älteste noch bewohnte Schloss weltweit. Elisabeth II. Wohnt seit ihrem 80. Geburtstag übrigens permanent auf Windsor Castle. Nun heißt es Abschied nehmen, denn wir müssen ja heute noch zur Fähre nach Harwich. Am späten Abend erreichen wir den Terminal der Stena Line in Harwich. Das Einchecken verläuft, dank der netten Schalterfachkraft, sehr entspannt und zügig. Kurz darauf beginnt dann das Boarding. Wir beziehen unsere komfortablen Kabinen, in denen wir die heutige Nacht verbringen werden, und verlassen den Hafen von Harwich in Richtung Hoek von Holland.
Am nächsten Morgen weckt uns die Lautsprecherdurchsage und die 2009 vom Stapel gelaufene Stena Britannica fährt in den Hafen von Rotterdam ein. Nach dem Verlassen des Schiffes müssen wir noch die Einreiseformalitäten auf dem Festland über uns ergehen lassen. Und schon sind wir auf der Autobahn unterwegs in Richtung Heimat. In Bunde gönnen wir uns noch einen leckeren Erdbeerbecher und verabschieden uns kurz nach dem Emstunnel von Ulla und Holgi. "15 Tage England mit dem Motorrad liegen jetzt hinter uns. Eine tolle Reise mit vielen Eindrücken und Erlebnissen.